Es gibt einen Satz, den du heute wahrscheinlich schon gesagt hast. 3 Worte, die so harmlos klingen und dich trotzdem langsam aushöhlen. Mir geht's gut. Du sagst ihn im Vorbeigehen, an der Kaffeemaschine, im Treppenhaus, in der Nachricht an deine beste Freundin oder besten Freund. Reflexartig, fast automatisch, wie ein Türöffner, der das Gespräch schnell wieder schließt. Und das Verrückte ist, in dem Moment, in dem du es sagst, weißt du selbst, dass es nicht stimmt. Aber du sagst es trotzdem. Jeden Tag. Hunderte Male. Heute reden wir über die Maske der Stärke. Über die Fassade, die du aufsetzt, damit niemand sieht, wie viel gerade in dir bröckelt. Und warum genau diese Fassade dich am Ende am teuersten zu stehen kommt. Lass uns zuerst verstehen, was da überhaupt passiert. Denn diese Maske ist kein Zufall. Sie ist antrainiert. Irgendwann hast du gelernt, dass Stärke belohnt wird und Schwäche bestraft. Vielleicht als Kind, als du gehört hast, stell dich nicht so an. Vielleicht später, als deine Probleme jemandem zu anstrengend wurden. Dein Gehirn hat daraus eine simple Regel gebaut. Funktionieren ist sicher, Zusammenbrechen ist gefährlich. Und an diese Regel hältst du dich seitdem, ohne sie je bewusst beschlossen zu haben. Also lächelst du. Du lieferst. Du bist die Stütze, auf die sich alle verlassen. Der Mensch, der immer einen klaren Kopf hat, während um ihn herum alles brennt. Aber hier kommt der Teil, den kaum jemand sieht. Diese Fassade aufrechtzuerhalten, kostet Energie. Und zwar permanent. Psychologen nennen das emotionale Arbeit. Das ständige Regulieren deiner Gefühle nach außen, damit dein Innenleben für niemanden sichtbar wird. Es ist Arbeit, die nie auf einer To-Do-Liste steht und die dich trotzdem jeden Tag leerer macht. Stell dir vor, du läufst mit einem fast leeren Akku herum und drehst gleichzeitig das Display auf die hellste Stufe. Nur damit niemand merkt, wie wenig Saft eigentlich noch übrig ist. Genau das tust du, wenn du »mir geht's gut« sagst, obwohl gar nichts gut ist. Du verbrennst die letzte Energie dafür, gut auszusehen, statt dich um das zu kümmern, was weh tut. Und jetzt wird es körperlich. Denn dein Nervensystem spielt dieses Spiel nicht mit. Du kannst dein Gesicht kontrollieren, deine Stimme, dein Lächeln. Aber tief unten in deinem Körper läuft ein System weiter, das sich nicht täuschen lässt. Wenn du Stress unterdrückst, statt ihn zu fühlen, verschwindet er nicht. Er wandert nach innen. Dein Cortisolspiegel bleibt oben, dein Herz schlägt einen Tick zu schnell, deine Muskeln bleiben angespannt, auch wenn dein Gesicht entspannt aussieht. Forscher haben das gemessen. Menschen, die ihre Emotionen dauerhaft maskieren, zeigen stärkere Stressreaktionen im Körper als die, die ihre Gefühle einfach zulassen. Die Maske beruhigt dich nicht. Sie kostet dich nur extra. Du verbrauchst also Kraft, um ruhig zu wirken und wirst dadurch innerlich noch unruhiger. Ein Teufelskreis, der sich von selbst am Laufen hält. Und besonders bitter trifft es eine bestimmte Sorte Mensch. Die Starken, die Verlässlichen, die, bei denen jeder denkt, die kommen schon klar. Denn wenn du dein Leben lang stark warst, traut sich irgendwann niemand mehr zu fragen, wie es dir wirklich geht. Deine Stärke wird zur Falle. Je besser du funktionierst, desto unsichtbarer wird dein Schmerz. Du wirst zu dem Menschen, dem alle ihre Probleme erzählen und der seine eigenen schluckt. Zum sicheren Hafen für andere, der selbst nie irgendwo anlegen darf. Und dann kommen wir an den Punkt, an dem es richtig dunkel wird. Denn diese Maske hat eine Nebenwirkung, über die kaum jemand spricht. Irgendwann vergisst du, wer du unter der Maske eigentlich bist. Du trägst sie so lange, dass sie mit deinem Gesicht verwächst. Du weißt nicht mehr, ob du wirklich okay bist oder ob du nur okay spielst. Du spürst deine eigenen Gefühle nicht mehr richtig, weil du jahrelang geübt hast, sie wegzudrücken, bevor sie überhaupt hochkommen. Das ist der Moment, in dem aus Stärke Taubheit wird. Du freust dich nicht mehr so richtig. Du bist nicht traurig, nicht glücklich, einfach nur funktional.
Eine Person im Dauerbetrieb, die das Fühlen abgestellt hat, weil Fühlen zu teuer geworden ist. Und das Tragische daran ist, von außen sieht alles perfekt aus. Du lieferst, du lächelst, du hast alles im Griff. Niemand alarmiert sich, weil die Fassade ja noch steht. Aber hinter der Fassade läuft langsam alles runter. Und weil du nie um Hilfe bittest, kommt auch keine. Du hast dich so gut versteckt, dass dich keiner mehr findet. Nicht mal du dich selbst. Vielleicht erkennst du dich gerade wieder. Vielleicht spürst du dieses Ziehen in der Brust, weil du genau weißt, wovon ich rede. Wenn ja, dann atme einmal kurz durch. Denn jetzt kommt der Teil, der dich rausholt. Die gute Nachricht ist nämlich, dass diese Maske abnehmbar ist. Sie ist kein Teil deines Charakters. Sie ist eine Gewohnheit und Gewohnheiten kann man ändern. Der erste Schritt klingt fast lächerlich klein. Hör auf, automatisch „Mir geht's gut“ zu sagen. Nicht zu jedem, nicht überall. Aber bei den 2 Menschen, denen du wirklich vertraust, probier mal etwas anderes. Sag, ehrlich gesagt war es eine harte Woche. Oder ich bin gerade ziemlich müde im Kopf. Du musst nicht zusammenbrechen. Du musst nur einen winzigen Spalt in der Fassade zulassen und beobachte, was passiert. In den allermeisten Fällen bricht nichts ein. Im Gegenteil, die Person rückt näher, statt sich abzuwenden. Denn Menschen verbinden sich nicht über Perfektion. Sie verbinden sich über Ehrlichkeit. Echte Stärke ist nicht, keine Risse zu haben. Echte Stärke ist, sie zeigen zu können, ohne dabei zu zerbrechen. Verletzlichkeit ist kein Loch in deiner Rüstung. Sie ist die Tür, durch die Nähe überhaupt erst reinkommt. Der zweite Schritt geht nach innen. Frag dich abends nicht, was muss ich noch erledigen, sondern wie geht es mir gerade wirklich? Und dann gib dir eine ehrliche Antwort, auch wenn die Antwort unbequem ist. Das fühlt sich am Anfang fremd an, fast unangenehm, weil du es so lange nicht geübt hast. Aber dein Gefühl ist wie ein Muskel. Je öfter du hinspürst, desto deutlicher meldet er sich wieder. Und jetzt kommt der dritte Schritt, der vielen am schwersten fällt. Lass dir helfen. Nimm etwas an, ohne sofort etwas zurückgeben zu müssen. Denn wenn du immer der oder die Starke bist, hast du das Empfangen komplett verlernt. Du gibst, du trägst, du hältst, aber sobald dir jemand etwas anbietet, wehrst du reflexartig ab. Passt schon, ich mach das selbst. Genau dieses Abwehren hält die Maske am Leben. Du beweist dir jedes Mal aufs Neue, dass du niemanden brauchst. Und genau das macht dich auf Dauer so einsam. Probier deshalb das Gegenteil. Lass jemanden dir den Kaffee holen. Sag, ja, das wäre schön, wenn dir wer Hilfe anbietet, statt automatisch Nein, danke. Es sind winzige Momente, aber sie trainieren etwas Großes. Sie sagen deinem Nervensystem, ich muss nicht alles allein stemmen. Ich darf auch mal getragen werden. Und in dem Moment, in dem du das zulässt, fällt zum ersten Mal echtes Gewicht von dir ab. Denn Stärke heißt nicht, alles allein zu schaffen. Stärke heißt, sich zeigen zu können, inklusive der Stellen, an denen du Hilfe brauchst. Wer nie empfangen kann, gibt irgendwann aus einem leeren Krug. Und vergiss eines nicht. Du bist an dieser Maske nicht allein schuld. Wir leben in einer Welt, die Stärke feiert und Schwäche bestraft. Die „Ich pack das schon“ belohnt und „Ich kann nicht mehr“ mit Schweigen quittiert. Diese Erzählung sitzt tief. Aber an fast jedem Punkt deines Tages hast du einen kleinen Moment der Entscheidung. Maske auf oder Maske einen Spalt runter. Und in diesen kleinen Momenten entscheidet sich, ob du echt lebst oder nur funktionierst. Jetzt kommt aber die unbequeme Frage, an der viele hängen bleiben. Was, wenn das Problem gar nicht nur in dir steckt? Was, wenn es Menschen in deinem Leben gibt, vor denen du diese Maske aufsetzen musst, um überhaupt durchzuhalten? Denn manchmal ist die Maske keine Schwäche von dir. Sie ist ein Schutz vor jemandem. Vor einer Person, die dich klein macht, sobald du dich echt zeigst. Und gegen sie hilft kein „Ich bin jetzt ehrlicher“. Manchmal ist der ehrlichste, gesündeste Schritt nicht, die Maske abzunehmen, sondern den Raum zu verlassen, in dem du sie überhaupt brauchst.
Nicht reden, nicht erklären, nicht ein letztes Mal kämpfen. Einfach Stille, Abstand, Funkstille. Und warum genau dieses Schweigen oft mehr heilt als jeder gut gemeinte Versuch, es noch einmal zu versuchen, und warum Zeit allein eben nicht reicht, darum geht es im verlinkten Video. Schau es dir an, wenn dich das hier getroffen hat. Es ist der ehrliche nächste Schritt.